Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat. Heute geht es wieder um 3D-Drucken und zwar um diesen wunderbaren Drucker. Das ist ein 3D-Drucker von der Firma Flashforge. Habt ihr ja sicherlich schon am Titel erkannt, der Creator 5. In der normalen Version, den gibt es auch als Pro-Version. Aber ich glaube nicht, dass die unbedingt notwendig ist, denn diese normale Version, die hat es echt in sich und hat schon ihre einige Vorteile. Jetzt gucken wir uns als erstes mal das Unboxing an. Ich werde Kapitelmarken sowieso hier einfügen. Das heißt also, ihr könnt dann zu den Stellen springen, die euch interessieren. Und dann gucken wir uns am Ende natürlich auch die Druckergebnisse an. Der kommt in dieser wunderschönen Verpackung. Ich werde ihn für euch hier direkt mal im Schnelldurchlauf auspacken. Der ist also sehr überschaubar. Wie ihr seht, alles im Stauraum gut untergebracht, gut gesichert. Ihr habt gesehen, da war ein bisschen Filament dabei, das ist aber viel zu wenig, um damit testen zu können. Das sollte eigentlich mehr sein, aber spielt keine Rolle. Ich habe dann natürlich noch Filament auf Lager, beziehungsweise habe auch 3 Rollen dabei bekommen. Generell zur Transparenz, ich habe diesen Drucker zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen, aber das wird natürlich hier mein Eindruck, beziehungsweise mein Kritik oder beziehungsweise meine Meinung überhaupt nicht beeinflussen. Ja, wie ihr schon seht, das Besondere sind hier diese 4 Tool Changer. Das ist natürlich das absolut Geniale, denn ich habe ja bei einem anderen vorherigen Video sehr bemängelt, dass so viel Dreck anfällt, wenn ich viele Farben drucken möchte. Und da kann man sich natürlich die Fragen stellen, ist viel Farbdruck notwendig? Und aus meiner Sicht unbedingt. Ich liebe viel Farbdruck. Ja, der Zusammenbau ist nach Anleitung ganz gut machbar. Nachteil, Anleitung ist nur in Englisch. Das heißt also, ihr werdet hier, kann aber auch in Mandarin auch noch gewesen sein. Das heißt, ihr werdet hier da ein bisschen nach Bildern arbeiten müssen, solltet ihr der englischen Sprache nicht so mächtig sein. Ist bebildert, könnte ein bisschen ausführlicher sein. Das muss man natürlich sehen. Wichtig hier, da sind wir gerade dabei, die Transportschrauben der Platte auch entfernen. Ganz, ganz wichtig. Ja, wenn er dann angemacht wird, dann startet er natürlich mit einem Installationswizard. Sehr komfortabel, in Deutsch dann allerdings, also sehr schön, mit einer eigenen App. Und das macht den Creator 5 quasi narrensicher. Also ihr müsst euch einfach nur an die einzelnen Schritte, die dort genau beschrieben sind, halten. Dann kriegt ihr den auch sehr gut über euer WLAN miteinander gekoppelt. Nachteil, wir haben hier ein geschlossenes System, das heißt also hier gibt es kostenlose Software, mit der ihr arbeiten könnt. Arbeitet ihr aber mit dieser kostenlosen Software, dann seid ihr in einem geschlossenen System unterwegs, müsst also dann dort alles rein programmieren bzw. rein arbeiten. Finde ich grundsätzlich nicht schlimm, weil die Software, die ist bekannt von anderen Herstellern, die ist gewohnt, da kann man ganz gut mit arbeiten. Ich habe da jetzt keine Nachteile entdeckt, dazu mache ich den immer über WLAN am besten betreibe. Ja, damit er sich die ganze Synchronisation mit den einzelnen Tool-Changern spart, habt ihr gesehen, da gab es einen kleinen Metalldorn, der das dann für die übernimmt. Finde ich sehr pfiffig und machte jetzt die ganze Kalibrierung sehr schnell und gut von der Hand. Bei der Einrichtung gehen wir direkt in die Frage, nachdem wir hier das Filament einrichten, ist die Ära der bezahlbaren Toolchanger Drucker damit gekommen? Und ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir haben hier, obwohl wir 4 verschiedene Toolchanger bzw. Köpfe haben, haben wir innerhalb von 30 bis 45 Minuten den Aufbau hier realisiert. Was wir machen müssen, ist das Filament manuell hinzufügen, was ich aber gar nicht so schlimm fand. Ich hatte erst gedacht, oh, was ist denn das? Na, aber das geht wirklich richtig gut, denn ihr könnt hier einfach die Filament einschieben bis zum Anschlag. Dann könnt ihr dann über einen Seitenhebel die Zahnräder öffnen. Das ist ja, minimal fummelig, aber das funktioniert. Und wenn ihr die Zahnräder dann geöffnet habt, dann könnt ihr das Filament ein Stück weiter schieben. Und somit habt ihr dann eine wunderbare Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren. Denn lässt ihr das los und der
Filament kommt nicht wieder zurück, also hält sich so fest, wie ich das hier so zeige, dann seid ihr genau richtig und habt das Filament über die Zahnräder geschoben. Hervorragend. Ich kann dann natürlich auch, wenn ich jetzt alle eingerichtet habe, hier auch sofort meinen Druck starten. Ich habe extra mir für den Druck jetzt erstmal einen Testdruck ausgesucht, einfarbig, also da kommt er natürlich mit seinen 4 Toolchanger bzw. 4 Köpfen, kriegt er die totale Langeweile, aber mache ich gerne erstmal gucken, was passiert da, funktioniert das, wie ist die Kalibrierung, wie ist der Ablauf. Auch das alles vollautomatisch, haben wir also wirklich überhaupt gar keine Sorgen, klappt also sehr gut. Innenraum lässt sich auch gut überwachen, weil da ein LED-Streifen verbaut ist. Und so haben wir natürlich immer schön die Möglichkeit, auch alles zu beobachten, weil wir haben auch eine Kamera verbaut. Und hier seht ihr auch schon meine ersten Zweifarbendruck, den ich getestet habe. Super Ergebnis, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal dazu. Und mit der Kamera könnt ihr das Ganze natürlich beobachten. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, mein Wärmeprüfgerät darüber zu halten und man kann ganz gut sehen, dass das Bett, das Druckbett gut einheitlich von der Temperatur ist und das hat sich jetzt auch in den Drucks gezeigt. Wir haben ja also keine Fehldrucke gehabt bis jetzt. Ja, den Druck startet ihr über die Flashforge eigene Software. Das ist ein Derivat, wie auch immer, eine Kopie von einer bestehenden Version. Die gibt es auch als Open Software, wenn ich mich richtig erinnere, aber die benutzen ja die meisten. Das ist also relativ einfach. Ihr geht hier auf Druck vorbereiten, habt dann hier alle üblichen Einstellungen. Wie man das genau macht, wie ein Druck nachher tatsächlich an den Drucker geleitet wird, das zeige ich euch in einem weiteren Video. Ich will also hier noch ein weiteres mindestens machen und euch ein bisschen zeigen, quasi, wenn ihr noch euch gar nicht mit dem Drucker auskennt oder überhaupt mit 3D-Druck, wie bringe ich hier von dieser Software das Ganze dann am Ende auch auf oder zu meinem 3D-Drucker. Ja, wie sind denn die Druckergebnisse gewesen oder sind sie denn? Ich habe also hier diese Druckplatte ausgedruckt und das Besondere ist halt, hier geht es ja immer darum, wie kommt der mit Überhängen klar? Und ich muss sagen, das sieht alles doch sehr präzise aus. Einen einzigen Druckfehler habe ich hier festgestellt, hier unten. Da sollten quasi so kleine Brücken gedruckt werden in verschiedenen Längen. Und da ist tatsächlich hier eine, die hat es nicht geschafft bis zum Ende. Aber der Rest sieht doch schon ganz gut aus. Dann haben wir ja den Grumpy Panda gedruckt. Und der ging auch sofort in einem Druck ohne Probleme durch. Und man sieht dann doch schon den Unterschied beim Mehrfarbdruck in einem Gerät, was mit 4 Druckköpfen daherkommt. Denn es wurde hier kaum oder wenig Dreck nur erzeugt, also kein Abfall, kein Pups, wie man immer so schön sagt, sondern das wird wunderbar gedruckt und da dauert der Druck locker 1/3, wenn nicht sogar länger weniger, weil ja nicht jedes Mal der ganze Filament entleert werden muss, sondern hier sind ja die dann entsprechend vorgefüllt, was ja total genial ist. Und ja, das ist dann vielleicht auch ein Moment, wo wir mal hier auf die Filamenthalterung kommen. Die Idee finde ich eigentlich auch cool. Die ist sehr simpel eigentlich. Wir haben hier tatsächlich nur so angeschraubte Halter, die im Lieferumfang mit enthalten sind. Und dann könnt ihr die da so reinbacken. Das heißt also, wir haben 4 Filamenthalter, keinen großen Aufwand, sind hier wunderbar gekennzeichnet mit 1, 2, 3, 4. Ich kann über die Software... jetzt ein Software-Update, sollten wir direkt noch machen. Ich kann über die Software, die ansteuern, die Farben bestimmen, das Material festlegen, dann weiß die Software direkt, was Sache ist. Ich habe schon mit verschiedenen Filamentherstellern gedruckt, um das direkt auch mal zu testen, aber hier diese schwarzen Rollen sind die Flashforge eigenen Rollen, die habe ich hier auch und da habe ich mir mal mit diesem Multicolor, nennt man das so, Filament habe ich mir diesen wunderschönen Drachen ausgedruckt. Habt ihr es gesehen? Also der sieht wirklich toll aus. Leider ist hier an der rechten Seite ein bisschen was abgebrochen. Das seht ihr in einem Short-Video von mir. Das müsst ihr euch mal genauer angucken. Da ist der Drache nicht im Kampf schon gestorben, beziehungsweise hat er einen Teil seines Flügels verloren. Es sieht ihm aber keiner nach, beziehungsweise steht ihm gut. Der sieht trotzdem, finde ich, sehr beeindruckend aus. Das Druckergebnis ist umso beeindruckender. Also
das ist für so einen günstigen Drucker als Toolchanger-Drucker, finde ich das total genial. Also ein wirklich geniales Bild. Und jetzt hier ein 4-Farbdruck, den ich mir genommen habe, weil ich das ja auch unbedingt ausprobieren wollte. Das ist schon, guck mal, hä? Das sieht ja wohl schick aus. Der ist eigentlich 5-farbig. Da ist noch ein kleiner roter Teil. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Also habe ich hier 4 Farben. Ist ja nicht schön. Also gefällt mir auch richtig gut. Ja, ich will euch jetzt mit dem ersten Video nicht so sehr langweilen. Kommen wir mal zum Fazit da von dem guten Gerät. Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell. Ein 4-facher Toolchanger mit, also unter 700 Euro, also aktuelles Angebot. Das finde ich schon beachtlich. Wie geht das? Was kann man da machen? Also wir sind in der Ära angekommen, aus meiner Sicht. Das ist schon ein Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man nichts meckern. Sehr einfache Einrichtung. Also seid ihr Anfänger oder ähnliches. Ich zähle mich da tatsächlich auch noch zu. Ich bin echt kein Super-Experte. Ich mache zwar hier immer ein paar 3D-Videos, 3D-Druckvideos, aber das muss einfach gehen. Und da habe ich ja vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, habe ich ja ein Video dazu gemacht, was sich da geändert hat. Ich habe ja vor vielen Jahren schon mal mit Drucken angefangen und muss sagen, die Druckwelt hat sich geändert. Es ist für uns wirklich, wirklich einfacher. Wir kommen super besser damit klar. Jeder Anfänger kann jetzt hier sich ans Drucken machen. Klar, ihr müsst euch mal ein bisschen mit der Software auskennen, aber da haben wir eine sehr schöne Software, die mit der Cloud arbeitet vom Hersteller. Und das heißt, ihr könnt die Geräte synchronisieren, ihr könnt von zu Hause, könnt ihr gucken, also bei mir in dem Fall, das Ding steht ja hier im Laden, kann ich von zu Hause gucken, was macht der Druck, wie funktioniert das. Das ist schon cool. Hin und wieder hatte ich ein paar Probleme mit der Kamera zu connecten, aber dann einfach zweimal klickern und dann kommt ihr da schon rein, dann ist die Verbindung da. Also, Daumen hoch für den Drucker. Guckt, dass ihr den Kanal abonniert und einen Daumen hoch macht, dann bekommt ihr auf jeden Fall Infos zu dem zweiten Video, was ich hier gerne machen möchte, wo ich einfach für Anfänger tauglich mal zeigen will, wie geht die Software, wie funktioniert das, wie kann ich da eine Datei importieren und wie kommt das am Ende da unten an bei dem wunderschönen Drucker. Und dann natürlich in Farbe und Bons, das gefällt mir am besten. Bis zum nächsten Mal, euer Tech Pirat.